Schöne Osterdeko geht schnell und einfach. Diesen Übertopf mit stimmungsvollem Licht habe ich aus Butterbrottüten gebastelt. Leere Eierschalen und Kerzenreste habe ich in diese schönen Eierkerzen verwandelt. Und aus Papier, Filtertüten oder einem alten Buch kannst du diese schönen Waben-Ostereier basteln. Heute zeige ich dir diese 3 Osterdeko-Ideen, die du aus Dingen basteln kannst, die du wahrscheinlich schon zu Hause hast. Bist du eher Typ natürliche Deko oder darfst zu Ostern auch mal bunt sein? Schreib's uns gerne in die Kommentare. Die erste Idee ist wirklich super einfach und sehr schnell gemacht. Du brauchst dazu nur 2 Butterbrottüten. Daraus zaubern wir nun einen schönen Pflanzenübertopf, zum Beispiel für Osterglocken, oder ich habe hier diese gelben Narzissen, sehr passend für Ostern. Die Butterbrottüten zerknüllen und in ein Becken mit Wasser tauchen oder kurz unter fließend Wasser halten. Für die Form habe ich hier ein Glas. Da ist der äußere Durchmesser knapp größer als die Pflanze. Das Glas stelle ich vor mich hin, falte die Butterbrottüte wieder auseinander und ziehe sie vorsichtig über das Glas. Die zweite ebenfalls, die Klebenaht der Tüte versetzt. Nun kann ich die Tüten noch etwas formen. Dazu kannst du das Glas auch umdrehen, so siehst du die Enden besser. Diese kannst du auch leicht nach innen krempeln oder nach außen. Und du kannst die innere Tüte zum Beispiel etwas höher ziehen, die äußere etwas weiter unten lassen. Es soll keine klaren, exakten Linien geben, sondern so, wie es gerade kommt, und damit wird jeder Übertopf etwas anders aussehen. Wenn es für dich passt, hinstellen und trocknen lassen. Das dauert sicher 3 Stunden, am besten lässt du es direkt über Nacht stehen. Du kannst auch Butterbrotpapier von der Rolle verwenden und statt so einem Wasserglas kannst du zum Beispiel auch so ein Marmeladenglas oder ähnliches verwenden. Wichtig ist einfach, dass es groß genug ist und die Pflanze danach drin Platz hat. Lieber ein bisschen zu groß als zu klein. Hätte ich mein Glas so verwendet, zum Beispiel, wäre es zu klein geworden, weil die Pflanze größer ist als das Glas. Wenn die Butterbrottüten getrocknet sind, können wir sie vom Glas nehmen. Manchmal kleben sie an einzelnen Stellen, daher lieber vorsichtig sein. Die Pflanze gebe ich in eine kleine Plastiktüte, damit allfällige Feuchtigkeit nicht auf die Butterbrottüten kommt. Optional wickle ich eine LED-Lichterkette drumherum für einen schönen Lichteffekt. So kommt die Pflanze in den Übertopf und unsere erste Osterdeko ist bereits fertig. Ich mag es so schlicht, aber du könntest jetzt noch eine Schnur, ein Stück Bast oder ein Band da drumherum binden, wenn du möchtest. Und falls du keine Butterbrottüten und auch kein Butterbrotpapier hast, dann kannst du auch Backpapier verwenden. Damit geht es sogar noch schneller. Dazu nimmst du einfach ein Stück Backpapier. Meines ist in etwa quadratisch. Dieses nun ebenfalls zerknüllen. Wir müssen es nicht mal nass machen, sondern können es einfach über das Glas ziehen und formen. Oder sogar direkt den Blumentopf darauf stellen und so in Form ziehen. Dies bleibt danach so stehen. Es ist allerdings nicht ganz so stabil wie die Variante mit den Butterbrottüten. Auch hier könntest du die Lichterkette unten platzieren und allenfalls oben zusammenbinden. Was du mit dem Backpapier nicht machen kannst, ist mehrere Schichten übereinander zu verwenden, denn Backpapier ist komplett wasserabweisend, Wasser perlt da ab und die beiden Schichten würden also nicht zusammenhalten. Für diese tollen Eierkerzen brauchen wir Eier sowie Wachs, zum Beispiel Wachsreste von alten Kerzen oder Teelichtern, Kerzendochte, zum Beispiel solche mit Plättchen am Boden. Außerdem brauchen wir einen Kochtopf mit Wasser, eine leere Konservendose, Schere, Messer, Küchenbrett, Gefäß und Wäscheklammern als Hilfsmittel. Die Eier mit einem Messer oben aufschlagen oder vielmehr aufklopfen, also mehrere Male mit dem Messer auf die Schale klopfen, so dass sie aufbricht und sich ein Stück entfernen lässt. Das Ei in einer Schale auffangen und zum Kochen oder Backen verwenden.
Mit den weiteren Eiern gleich verfahren. Ich werde mir anschließend mit den Eiern unseren saftigen Apfelkuchen backen, der einfach und schnell gemacht ist. Das Rezept dazu verlinke ich dir unter dem i. Die Eierschalen anschließend unter fließendem Wasser gut ausspülen und trocknen lassen. Durch das Wegbrechen von Schalenteilen kannst du die Öffnung noch größer machen und die Eier so vorbereiten, wie du sie später haben möchtest. Die Öffnung sollte nicht zu klein sein, denn sonst bekommen die Kerzen zu wenig Sauerstoff und wir wollen sie ja auch sehen können. Insgesamt habe ich am Ende etwa 2/3 der Schale, heißt, der oberste Drittel ist weg. Wenn du mehr wegnimmst, wird deine Kerze entsprechend kleiner. Nun bereiten wir das Wachs vor. Dazu schneiden wir die Kerzenreste klein. Du kannst alte Kerzen verwenden, zerbrochene Reste, abgebrannte Adventskranzstummel, alles was du hast und zu neuen Kerzen verarbeiten möchtest. Wichtig ist, dass wir den alten Docht rausnehmen und allfälliges Papier oder Aufkleber entfernen. Du kannst Stabkerzen mit Teelichtern mischen, einzig sortenrein sollte es bleiben, also Bienenwachs mit Bienenwachs, Paraffin mit Paraffin, Kerzen aus Soja mit anderem Sojawachs mischen. Die Wachsstücke kommen nun in eine leere Konservendose und diese ins Wasserbad. Das Wasser sollte nicht kochen, sondern leicht simmern. Nun dauert das, je nach Menge, ein paar Minuten, bis das Wachs geschmolzen ist. Wir verwenden hier ausschließlich weißes Wachs, du kannst aber natürlich auch andersfarbiges Wachs verwenden, dieses auch mischen oder wenn du es bunt magst, könntest du jede Eierkerze in einer anderen Farbe gießen. Das sieht bestimmt auch schön aus. Und natürlich könnten wir auch unsere Eierschalen noch bemalen, außen oder auch innen, zum Beispiel so in einem schönen Goldton. Da reflektiert dann das Kerzenlicht richtig schön daran. Wichtig aber, falls du die Innenseite bemalen möchtest, verwende Acrylfarbe, die nicht wasserlöslich ist und dann gut trocknen lassen, bevor du das Wachs eingießt. Die Eier zum Eingießen in einen Eierkarton oder Eierbecher stellen, damit sie stabil bleiben. Nun auf den Boden wenig Wachs gießen und den Kerzendocht mit dem Bodenplättchen hineindrücken und kurz halten. Das Wachs wird fest und der Docht ist am Boden befestigt. Nun können wir weiteres Wachs eingießen. Oben einen Rand von etwa 1 cm freilassen. Damit der Docht schön in der Mitte bleibt, nehmen wir eine Wäscheklammer zur Hilfe. Klemmen den Docht mittig ein, so kann er nicht zur Seite kippen. Das Wachs nun etwa 30 Minuten fest werden lassen. So wie diese Eierschalen kannst du übrigens auch andere hitzebeständige Formen nutzen, um Kerzen zu gießen, zum Beispiel Tassen. Wie das funktioniert, zeige ich dir im Video unter dem i. Da gehe ich auch darauf ein, warum es beim Kerzengießen manchmal so eine Mulde in der Mitte gibt. Sobald das Wachs fest ist, können wir den Docht auf etwa 1 cm Länge kürzen und dann sind die Eierkerzen fertig. Ich gebe sie in einen Eierkarton und dekoriere noch mit Moos und weiteren Dingen. Es braucht aber nicht viel und sieht richtig schön aus als Tischdeko. Wenn du keine Kerzen gießen magst, dann kannst du auch einfach ein Teelicht ohne Aluschale oder sogar ein LED-Licht verwenden und das ganz einfach in die Eierschale geben. Wichtig ist einfach, dass du große Eier verwendest, also am besten Größe L und dann tendenziell ein bisschen mehr von oben wegnehmen, damit du das Licht wirklich reinbringst. Für die versprochenen Waben-Ostereier brauchen wir Papier. Egal ob Kopierpapier, buntes Papier, Seiten von einem alten Buch oder Kaffeefilter. Außerdem brauchen wir einen Bleistift, die Schere sowie Kleber und Schnur oder Faden, um die Eier später aufzuhängen. Wir brauchen 16 Mal die gleiche symmetrisch ausgeschnittene Eiform aus Papier. Ich habe es mir einfach gemacht und habe online nach einer Vorlage gesucht, die ausgedruckt, dann auf ein Stück Pappe übertragen und das ist nun meine Schablone. Ich lege die Schablone aufs Papier und fahre mit einem Bleistift dem Rand entlang. Außerdem falte ich mein Papier so, dass ich gleich mehrere Eier auf einmal ausschneiden kann.
Diese Methode funktioniert super bei allen anderen Papieren, aber beim Buch nicht so gut, weil wir sehen nun, wir haben teilweise auch Ränder, also nicht nur die beschriebenen Teile, und 2 der 4 Eier sind auf dem Kopf, also der Text wäre ja so richtig, und das möchte ich vermeiden. Ich möchte möglichst gleichmäßige Textpassagen und deshalb werde ich aus einem Blatt Papier nur 2 Stücke machen. Ich schneide es direkt zu Beginn auseinander, lege es so übereinander und wenn ich jetzt in der Mitte ein Ei zeichne, dann habe ich immerhin aus einer Seite 2 schöne Eier. Insgesamt brauchen wir einfach 16 ausgeschnittene Papiereier. Wenn wir diese haben, jedes der Länge nach in der Mitte falten. Der nächste Schritt ist, sie in der Mitte zusammenzukleben. Dazu auf einer Seite in der Mitte einen Streifen Kleber auftragen und zusammenklappen. Ich verwende dazu diesen praktischen Kleberoller. Wir kleben damit aber nur die Mitte zusammen. Links und rechts bleibt das Ei offen. Dies mit allen 16 Stück machen. Nun werden auch die noch zusammengeklebt. Leg dazu das erste Stück vor dich hin und stell dir die Mitte vor, da wo es geklebt ist. Wir müssen nun einen Klebestreifen links und rechts davon ziehen. Stell dir die Mitte der rechten Hälfte vor. Unser Klebestreifen sollte etwas weiter außen als die Mitte zu liegen kommen, also etwa hier. Und auf der linken Seite dasselbe spiegelverkehrt, also auch hier außen von der Mitte. Nun das nächste Stück drüberlegen und andrücken. Wieder rechts Kleber auftragen und links ebenfalls. Und so das nächste Stück draufkleben. Und so weiter fortfahren, bis wir alle 16 Stück aufeinander geklebt haben. Und wenn wir das ein- und auffalten, sehen wir, durch das versetzte Kleben ist eine wundervolle Wabenstruktur entstanden. Nach dem gleichen Prinzip haben wir vor Weihnachten auch bereits Wabenbälle gebastelt und da erkläre ich dir auch noch ausführlichere Klebemethoden. Auch dieses Video verlinke ich dir unter dem i. Damit wir unser Ei aufhängen können, ein Stück Garn oder Schnur abschneiden und doppelt legen. Ich verwende hier diese schöne Baumwollschnur. Nun bestreichen wir die Rückseite unseres zusammengeklebten, aber noch zusammengeklappten Eis mit Kleber. Legen die Enden unserer Schnur drauf und drücken sie etwas an. Zum Zusammenkleben vom Ei oben nochmals rechts und links Kleber auftragen. Das Ei auffalten und zusammenkleben. So, nun hält es zusammen. Das sieht doch richtig hübsch aus. Ich habe hier ein paar Weidenzweige in Wasser eingestellt und die Waben-Ostereier passen da wunderbar drauf. Ich habe hier schon eines aus Kopierpapier und hier hinten ist eines aus Kaffeefilter und zusammen mit den Narzissen im Übertopf aus Butterbrottüten und unseren Eierkerzen sieht doch das wunderbar aus und ist eine schöne Dekoration für die Ostertage. Was auch sehr gut zu Frühling und Ostern passt, sind Kränze. 3 einfache Kränze zum Selbermachen zeige ich dir in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Basteln und schon mal schöne Ostern. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!